SWAT-Einsatz direkt hinter meinem Apartment im $1-Laden. Willkommen in Los Angeles! Hi Leute, mein Name ist Steffen. Ich wohne schon seit über 10 Jahren in Los Angeles in Kalifornien. Und in meinen Videos geht es um meine persönliche Sicht, um meine Erfahrung rund um das Thema Leben in den USA. Heute gucken wir uns die LAPD an, also das Los Angeles Police Department. Los geht's nach meinem kurzen Intro. Deutschland. I've been looking for America. Check it out, Joe. Bevor wir loslegen, möchte ich nur mal ganz kurz eine Unterscheidung treffen zwischen LAPD, also Los Angeles Police Department, und dem Sheriff's Department von Los Angeles. Was ist der Unterschied? Allererstens, der Sheriff, also diese eine Person, die dem Sheriff's Department vorsteht, wird von unserer Population von Los Angeles gewählt. Also das ist eigentlich fast mehr ein politisches Amt, das von den Bürgern gewählt wird, währendhin der Chef der LAPD vom Bürgermeister oder der Bürgermeisterin appointed wird, also zugewiesen wird. Dann, die LAPD hat den Auftrag, die Stadt zu sichern, also die ist nur für das Stadtgebiet zuständig, während hingegen der Sheriff für den gesamten Landkreis zuständig ist. Weiter hat der Sheriff auch normalerweise, also nicht immer, aber normalerweise die Verantwortung für die Gefängnisse und für das Gericht. Also wenn du ins Gericht reingehst, sind dann normalerweise die Beamten vom Sheriff, nicht von der LAPD. Wie läuft so ein Einsatz der LAPD ab? Also je nachdem, was für ein Notfall dort eingeht, sagen wir mal, es ist eine bewaffnete Person. Das allererste, was passiert ist, der Helikopter kommt innerhalb von wenigen Minuten. Also die sind extrem schnell und in der Nacht haben die dann auch ihr berühmtes Suchlicht am Start. Also es ist wirklich abgefahren. Das sind so Terminator-Sachen. Hier, guck mal ganz kurz dieses Video an. Ja, auf jeden Fall am Tag kommen die natürlich auch und haben die Übersicht von oben. Die haben dann eine Kamera mit so einer richtig langen Linse. Die können, soweit ich weiß, wahrscheinlich sogar auf dein Telefon gucken, wenn die von oben gucken. So lang ist diese Linse von denen. Nicht Linse, wie heißt es? So lang ist das Objektiv von denen. Wer hat das größte Objektiv? Das ist immer die Frage, ne? Auf jeden Fall, der Helikopter ist innerhalb von wenigen Minuten da und wenn es dann wirklich sich um eine bewaffnete Person handeln sollte, kommen auch sofort die Polizeiautos. Ich habe da schon einiges erlebt, dass innerhalb von Sekunden die gesamte Straße, auch riesige Straßen abgesperrt werden. Da sind dann 6 Bullenautos da und die Cops stehen dann auch dran mit ihren gezogenen Waffen und versuchen das sofort unter Kontrolle zu bekommen. Also das ist schon relativ respekteinflößend, mindestens würde ich mal sagen. Das kann auch recht beängstigend wirken, würde ich so fast sagen. Ja. Auf jeden Fall das Beispiel, das wir uns hier jetzt angucken, da war irgendwie entweder ein Mann, der psychische Probleme hatte oder unter Drogen war oder eventuell beides. Auf jeden Fall nehme ich mal an, dass der jemanden bedroht hat und dann wurden die Bullen gerufen und die kamen dann auch sehr schnell. Also zuerst der Helikopter, dann die Polizei und wir steigen jetzt hier mal ein. Wenn ihr euch das anguckt, ich weiß nicht genau, ob ihr das sehen könnt, aber hier sehen wir deutlich, dass das eine grüne Waffe ist. Das heißt, das ist eine Non-Lethal Weapon, also eine nicht tödliche Waffe. Damit soll der Täter außer Gefecht gesetzt werden, ohne großartig dabei verletzt zu werden oder sogar zu sterben. Ich muss sagen, hier hat die LAPD total vorbildlich gehandelt. Wir hatten hier eine Bezugsperson zum Täter. Das war eine Frau, die die ganze Zeit auf ihn eingeredet hat. Und die anderen Leute kamen dann von der anderen Seite und haben ihn gar nicht überwältigt, weil er hat sich dann im Endeffekt bereitwillig ergeben. Das Ganze hat irgendwie 15 Minuten oder so gedauert. Da muss man auch wirklich sagen, die LAPD hat da wirklich vorbildlich gehandelt, meiner Meinung nach. Ich war am Anfang ein bisschen besorgt, weil es sah aus, als ob das eine Überreaktion ist. Aber es hat sich dann am Ende gut entwickelt. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, dann abonniert euch den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Und eventuell seid ihr auch daran interessiert an 10 Dingen, die ich nicht aus Deutschland vermisse. Hier ist das Video, checkt es ab. Weiter geht's! Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zu den Helikoptern zurückkommen, das Interessante ist, also die LAPD, die Polizei ohne den Sheriff, hat 17 Helikopter zurzeit, soweit ich weiß.
Und um diese Helikopter in der Luft zu halten, kostet es eine Stunde Polizeihelikopter kostet $2.900, also so ungefähr $3.000 pro Stunde, damit er in der Luft gehalten wird. Das heißt, am Ende kostet das den Steuerzahler fast $50 Millionen nur, um diese Helikopter in der Luft zu halten. Da kann man jetzt dazu stehen, wie man will, aber das ist immer wieder Thema der Diskussion. Dann kommen wir jetzt zu diesem absolut abgefahrenen SWAT-Einsatz direkt hinter meinem Apartment im $1-Laden, okay? Was ist passiert? Also, das Abgefahrene hier ist, das ist das erste Mal, dass ich jemanden kenne, der angeschossen wurde. Also, was ist passiert? Wenn wir hier ganz kurz hingucken, hier ist der $1-Laden und auf der anderen Seite, also auf der rechten Seite außerhalb des Bildes, auf dem gleichen Parkplatz aber, war so ein kleiner Tabakladen, also so eine kleine Hütte, da haben die irgendwie Zigaretten und so verkauft. Ich bin da immer mal wieder vorbeigelaufen und da hat so ein junger Kerl gearbeitet und wir haben uns halt ab und zu unterhalten. Ich kannte den, also jetzt nicht wirklich gut, aber ich kannte den halt. Und dann irgendwann ist dieser SWAT-Einsatz passiert und am nächsten Tag gehe ich zu diesem Tabakladen und frage, wo ist denn dein Kollege? Und dann hat er mir erklärt, was passiert ist. Also, irgend so ein, ich sag jetzt mal Crackhead höchstwahrscheinlich, ist zu diesem Tabakladen gegangen und hat Zigaretten gekauft, wollte dann aber nicht bezahlen. Dann ist der einfach weggegangen und weggerannt und der Kollege aus dem Tabakladen hat den dann über den Parkplatz verfolgt. Dann hat der Dieb seine Knarre gezückt und hat dem Kerl durchs Bein geschossen. Also der wurde wirklich angeschossen und der Kerl, der Dieb, ist dann in den $1-Laden hier rein und hat Geiseln genommen. Also total abgefahren und hier kam dann zuerst die LAPD, wie ihr sehen könnt. Und dann kam langsam so mehr und mehr das SWAT-Department und der Hubschrauber war natürlich auch da und das war einfach nur total abgefahren. Guckt euch das mal an. Und hier kommt jetzt das SWAT-Department rein. Und dann ist nochmal eins und guckt euch mal diesen Tank, also dieses Panzerfahrzeug an. Und dann kommt das Rescue Department rein, das ist auch vom SWAT, also da haben die diese ganzen Fahrzeuge und die platzieren die dann strategisch. Und leider habe ich davon jetzt kein Video mehr, aber die sind dann da rein, total militärisch in einer Reihe. Ich habe sowas noch nie gesehen. Sind da rein, haben den irgendwie überwältigt, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Das Ganze war, also sobald das SWAT-Team platziert war und es reingegangen ist, es hat 3 Minuten gedauert und dann hatten die den Täter und sind wieder raus. Also höchst professionell, sehr abgefahren. Die haben mich auch einmal ganz grimmig angeguckt, weil ich ja da von dieser Feuerleiter runtergeguckt habe. Und da waren die irgendwie nicht so begeistert, ist ja logisch. Aber das war schon ziemlich krass, ja. Da fragt ihr euch wahrscheinlich, in was für einer Nachbarschaft hast du denn gewohnt? Ja, da ging es halt manchmal ein bisschen ab, ne? War aber günstig. Hier, das muss man auch mal kurz anhören. Normalerweise würde ich jetzt abbrechen, aber das passiert hier die ganze Zeit, weil wir sind ja hier natürlich direkt in Los Angeles. Jupp, da fährt halt mal die Firefighters vorbei oder so, auch die Bullen. Das passiert hier mindestens, ich weiß nicht. Also ich würde mal sagen, im Durchschnitt mindestens 7 Mal am Tag passiert das. Mindestens. Manchmal 12 Mal. Es ist schon beeindruckend, aber zum Thema. In diesem Gebäude, in dem ich gewohnt habe und drumherum ging es halt auch echt ab. Ich habe dann später herausgefunden, dass das früher mal ein Ganghaus war, also dass da viele Gangmitglieder gewohnt haben und eines dieser Gangmitglieder wohnt da noch mit seiner Familie. Da gab es dann angeblich auch mal eine Auseinandersetzung mit dem Vater. Das war so schlimm, dass die Polizei gerufen wurde und die Polizei hat ihn dann ins Bein geschossen und er wurde verhaftet. Ich kannte den auch so ein bisschen, weil wir haben früher immer vorm Haus geraucht. Ich habe dem auch ab und zu mal Kippen gegeben. Der war zu mir immer saunett, das war überhaupt kein Stress. Aber anscheinend war der halt so ein Gangmitglied, keine Ahnung. Die Wohnung war super günstig. Super günstige Wohnung, kann ich immer nur sagen. Auf jeden Fall das Krasseste, was ich erlebt habe, war eine Verfolgungsjagd. Also ich war bei Tipsy Bartender, 2 krasse Sachen. War bei Tipsy Bartender, in so einem Hochhaus in Koreatown haben wir da gedreht.
Und wir gucken halt raus und die Verfolgungsjagd endet direkt vor dem Hochhaus. Und die Bullen stehen halt mit gezogener Waffe dran und verhaften diese 3 Kerle. Dann machen die den Kofferraum von diesem Wagen auf und da ist halt eine AK-47 drin, ne? Oder sogar 2. Also es war halt, ich dachte mir, boah krass, ey, stell dir mal vor, die hätten das rausgezogen und angefangen mit der Polizei rumzuballern. Also es war schon echt haarsträubend. Aber dann, was noch krasser war, wir wollten ein ASMR-Video bei Tipsy Bartender machen, also so ein, wo man die Geräusche krass hört. Haben wir ein spezielles Mikrofon aufgebaut und so Tests gemacht, damit wir wissen, wie sich das anhört. Und dann habe ich ein Drive-by recorded, also wie jemand anderen angeschossen hat. Das haben wir später rausgefiltert, konntest du hören, wie da jemand vorbeigefahren ist und dem anderen in die Knie geschossen hat. Der musste dann ein Krankenwagen kommen und den behandeln, also richtig krass. Also diese Gegend, wo ich früher gewohnt habe, da ging schon einiges ab und es ist definitiv nicht die schlimmste Gegend in Los Angeles, da gibt es schon noch Schlimmeres. Aber wie gesagt, war relativ günstig. Was denkt ihr denn dazu zur LAPD? Könntet ihr euch vorstellen, hier Polizist zu sein? Das muss ja schon irgendwie krass sein, oder? Was denkt ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch ein Like und abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Hier ist übrigens ein Video zum Thema Leben ohne Auto in Los Angeles. Ist das möglich? Checkt es ab. Und wie sind die öffentlichen? Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Jeden Montag um 18 Uhr kommt ein neues Video deutscher Zeit von mir auf YouTube heraus. Also bis zum nächsten Mal. Arrivederci.